Super Soco TC, ein sogenannter Coffee Racer. Erklär mir das bitte mal. Genau, also wir sind hier immer noch in der 50 Kubik-Klasse. Bedeutet, wir haben jetzt hier kein Motorrad stehen, aber eine Motorradoptik, in dem Fall die klassische Coffee Racer Optik. Schön gerader Kunstledersitz, offenes Design, offener Lenker und vorne natürlich dann die klassische runde Lampe, wie man es von den Coffee Racern so kennt. In dem Fall ist dann auch das Tacho halbdigital. Deswegen es wurde noch so ein bisschen, um den ganzen Look beizubehalten, etwas Analoges mit reingebracht, und zwar die Geschwindigkeitsanzeige. Es ist auch ein ganz schickes Gerät. Ich kann ihn einmal einschalten. Das Ganze geht dann auch wieder keyless mit ein bisschen Musik. Genau, und so sieht das Ganze dann aus. Ja, ich muss sagen, die Optik gefällt mir echt gut. Du hast schon gesagt, es hat halt so ein Retro-Design, ne? Genau, es ist also, ich bin ein persönlicher Fan davon. Selbst als Motorradfahrer besitzt dann auch sowas hier in der Richtung. Mir gefallen die echt gut. Und in dem Fall, wie man es dann gleich nochmal nach hinten, wenn man nach hinten schwenkt, etwas besonders, und zwar so wie das Nummernschild angebracht ist. Ist auch sehr oldschool, will ich schon fast sagen. Designfrage, manchen gefällt es, manche sagen direkt jetzt, bah, was für ein Dreck. Aber ich finde, es ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Hat auch nicht jeder, dass das Nummernschild nach oben zeigt. Ich finde, es passt zum Design. Es muss zum Design passen. Ob ich jetzt irgendwelche Vor- oder Nachteile davon habe, sei mal dahingestellt. Ich sehe jetzt keine Nachteile darin, aber es passt einfach zur Optik. Ja, und es muss nicht immer nur knattern und ballern. Mit diesem Fahrzeug fährt man umweltfreundlich und mit wenig CO2-Belastung. Ja, genau. Fahren, CO2-Ausstoß haben wir vielleicht noch von den Reifen, aber sonst, man kann mich korrigieren, aber sonst fällt mir gerade nichts dazu ein, wo wir noch CO2 ausstoßen. Aber in diesem Fall, ich kann es auch mal gerade hier zeigen, damit wir sehen, woher das ganze Sprit kommt im Prinzip. Bei dem kleinen Zündschloss eine Abdeckung. Hier hätte man noch ein kleines Ablagefach, ist auch dann einfach rauszunehmen und tada, der Akku. Ah, okay. Der 60 Volt, 30 Ampere Stunden in diesem Fall. Und optional, hier? Genau, da haben wir schon den Platz für den zweiten. Also leistungsmäßig bis 45 km/h hast du gesagt, ne? Genau, das ist in der 50 Kubik-Klasse das Ganze hier. Also er fährt knapp um die 50 km/h. Fahren die. Das war ich an der Hupe. Jetzt spielt hier gerade einmal kurz alles verrückt. Ja, wir haben schon ein paar Videos gedreht. Kurzer Schwächeanfall. Kommt vor. Die Leistung lässt nach. Es ist halt 12 Uhr. Wir wissen im Saarland, um 12 gibt Gäste. Genau, jetzt, ja, da merkt man direkt, dass eben die Kräfte verlassen. Wie bei Popeye, wenn der Spinat fehlt. Genau, also die Optik ist, ja, finde ich richtig cool. Wir haben einen Preis von 3.299 €. Ich halte das Schild mal in die Kamera. Inklusive, ich drehe gleich nochmal um und zeige den Spickzettel, wo man auch nochmal die technischen Daten alle ablesen kann. Genau, also Angabe 50 Kilometer, immer mit Vorsicht zu genießen. Reichweite ist für die Menschen, die sowas kaufen, immer am wichtigsten. Also es kommt immer direkt Punkt 1, wie weit komme ich damit. Ne? Und 50 Kilometer Angabe bei Super Soco, bei der Firma, muss ich sagen, die sind wirklich schon sehr treu, was die Angaben angeht. Ne? Ab der 125er Klasse, dann schwächelt es schon wieder etwas. Aber bei 50 Kilometer kann ich definitiv so, also wo ich jetzt ruhigen Herzens sagen kann, zwischen 40 und 45 bekommen wir da auf jeden Fall hin an Reichweite. Aber ich kann im Prinzip, wenn ich eine Tour plane, mittlerweile gibt es ja auch viele Ladestationen für E-Bikes, dann kann ich das einfach da anschließen. Genau, es gibt viele Ladestationen, wo man direkt einen Schuko-Stecker hat. Optional könnte man auch an eine Ladestation gehen mit einem Typ-2-Stecker. Dafür gibt es nämlich extra Adapter, Typ 2 rein, hinten dran den Schuko-Stecker rein vom Ladegerät und dann kann man das Gerät ganz normal laden. Super, also ich finde es sexy. Sieht auch gut aus, ja, auf jeden Fall. Gibt es hier auch in anderen Farben? Den gibt es noch in grün, also der hat noch so ein spezielles Grün, also sehr glänzend, dunkel, so ein bisschen, ja, Navy will ich schon nicht sagen, das wäre zu dunkel, aber es sieht echt klasse aus. Und ihr habt hier auch Anlager, das heißt, wenn mir das Fahrzeug gefällt, kann ich mich heute entscheiden und direkt mitnehmen. Genau, wenn ich beim Versicherungskennzeichen bleibe, können wir das sofort hier vor Ort machen. Bedeutet einfach dann Haftpflichtversicherung, optional plus Teilkasko. Wenn man möchte, kann man natürlich in dem Fall, sieht man es schon hier an der Halterung, dieser Kunde würde das gerne freiwillig zulassen, das Fahrzeug, um von der THG-Prämie zu profitieren. Bedeutet, er bekommt ein großes Nummernschild, er geht normal zur Zulassung in seinem Ort oder in diesem Fall übernehmen wir das dann für ihn. Das ist dann eine Dienstleistung von uns.
dass wir die Fahrzeuge auch für die Kunden zulassen. Und wir beantragen dann auch optional, wenn Sie das möchten, die THG-Prämie für die Kunden. Also Sie müssen eigentlich nur noch auf den Roller warten. Wir brauchen ein paar Daten und das war's dann schon. Dann geht es nur noch ans Warten und im Hintergrund erledigen wir alles. Und sobald wir bereit sind, wird der Kunde angerufen und kann seinen Roller abholen und direkt vom Hof fahren. Erklären wir nochmal mehr über die, TLG-Prämie? THG-Prämie, genau. THG-Prämie. THG. Diese Treibhausminderungsquote nennt man das hier. Genau, das sind einfach nur CO2-Zertifikate, die von großen Firmen verkauft werden und so weiter. Muss man ganz grob runterzubrechen. Bedeutet für mich als Kunde, kann mir alles völlig egal sein, ich bekomme Geld zurück. Das ist wichtig. Einmal im Jahr sind es jetzt aktuell 380 € bei uns über unseren Anbieter. Es gibt hunderte Anbieter, ich weiß nicht wie viele, da variiert das alles. Ob das jetzt der ADAC ist oder ob Energis und keine Ahnung was. Es gibt genug Anbieter, was das angeht. Kann der Kunde deswegen auch persönlich machen. Oder wir machen es bei unserem Anbieter, der ist jetzt bei 380 € für dieses Jahr. Und 5 Jahre lang kann man dann jedes Jahr seine THG-Prämie erneut beantragen und bekommt jedes Jahr wieder Geld. Das Ganze geht bis 2030, ist aber, sobald man den Roller angemeldet hat, für dieses Modell auf 5 Jahre beschränkt. Also eigentlich, wir haben hier einen Preis von 3.299 €. Das heißt, ich zahle fast nichts. Also oder? im ersten Jahr ist es mal so, ich muss mir keine Gedanken um die Versicherung oder Zulassungskosten machen. Die sind schon mal im Prinzip mit der Quote, mit der Prämie im ersten Jahr schon mal weg. Die hat man sich im Prinzip gespart. So, und ab dann, jedes weitere Jahr, ist es so, als würde ich immer ein Stückchen von Geld von diesem Roller wieder zurückbekommen. Man muss immer noch berücksichtigen, wir reden hier ungefähr von 80 Cent bis 1 € pro 100 Kilometer, wo ich an Strom verfahre, je nach Strompreisen natürlich, aber es bleibt bei um die 1 € immer. Das ist auch noch eine ordentliche Summe Geld, die man spart. Beim Verbrenner sind wir bei ungefähr, ich will nicht lügen, ich glaube um die 6 € pro 100 Kilometer. Gut, super. Dann, wer sich für das Fahrzeug interessiert, der kommt zu Zweirad Ferraro in Wattgassen. Genau. Wo genau? Lindenstraße? Lindenstraße 25a. Ortskundige kennen es, der Kreisel, 200 Meter weiter. Gegenüber der geile Dönermann, links nebendran Zweirad Raber, auch ein Begriff. Kennt jeder Wattgasser hier im Umfeld, jeder Saluja. Und direkt gegenüber sieht man uns. Immer die Roller vor der Tür, die Flotte, kaum zu verfehlen. Ja, ist der Dönerschwärmer da? Nee, der Dönerschwärmer ist nicht mehr da, das ist dein Bruder, ja, oder? hier ist eine Kamera, dann ist der ganz schnell. Dann ist der ganz schnell weg. Der ist natürlich direkt an der Arbeit, wenn eine Kamera, der hat gar keine Zeit dafür. Der ist Das ist beim nächsten Mal. Genau. Ja, der ist auch noch dran, der ist im Verbrennerbereich, der kommt noch. Genau, hier nochmal die Kontaktdaten und die Öffnungszeiten. Wer möchte, einfach mal vorbeikommen und sich umschauen. Ihr habt eine riesige Auswahl an verschiedenen E-Rollern, E-Scootern bis hin zum Chopper oder die Seniorenmobile mit 4 oder 3 Rädern. Also man kann sich hier auf jeden Fall sein Traumfahrzeug aussuchen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche viel Erfolg. Danke auch, Dankeschön.